Hallo und willkommen zurück hier am Labortisch von Sherlock Holmes. Crimes and Punishments. Ja, es geht, ich glaube, in den letzten Fall. Wir haben das letzte Mal den Fall in Kew Gardens abgeschlossen mit den Giftpflanzen. Und jetzt gibt es einen neuen Fall, nämlich die Schüsse bei Mondlicht. Das klingt ja so, als wäre Sherlock mal selbst direkt vor Ort, als es passiert. Da oben im Fenster, dieses Auge macht mich nervös. Na egal, wir fangen mal an. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Oh, wir gehen nach Whitechapel. Bevor wir nach Whitechapel gehen, nehmen wir wieder einen Brief. Schon von Albert. Nee, eine Times. Eine Sensation, eine exotische Möglichkeit für einen Mord. Das Arsenal der Kriminellen dürfte bald um giftige Pflanzen erweitert werden. Eine junge und bildhübsche Frau hat zusammen mit ihrem Kollegen in Kew Gardens den schrecklichen Mord am Direktor der Gärten, Mr. Montague Dunn, geplant und ausgeführt. Nur ein einziger Detektiv war in der Lage, die Wahrheit hinter diesem Verbrechen aufzudecken, das zuvor als einfacher Herzanfall zu den Akten gelegt worden war. Der Name dieses Detektivs lautet Sherlock Holmes. Da haben wir das. Wieder unsere Schönheit. Watson, werden Sie da nicht auch ein wenig hibbelig? Toby? Alles gut bei dir? Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. No, wir sind ein Hundefreund. Ach, ist das lieb. Da ist nichts. Kann ich mir die Einladung nochmal angucken? So, was sollen wir machen? Also hier haben wir auf jeden Fall erstmal eine Pflanze aus Kew Gardens mitgenommen. Dann haben wir
das Drama von Kew Gardens so abgeschlossen und jetzt der aktuelle Fall. Finden Sie heraus, wer die Morde in der Half Moon Street verübt hat. Untersuchen Sie den Tatort und reden Sie mit den Zeugen in der Half Moon Street. Befragen Sie auf der Polizeistation Leighton Chapman und untersuchen Sie seine persönlichen Gegenstände. Der junge Wiggins von der Spezialeinheit bittet Holmes bei der Familienangelegenheit um Hilfe. Sein älterer Bruder Leighton wurde verhaftet. Er soll einen zweifachen Mord verübt haben. Jetzt überlege ich, zuerst Tatort oder zuerst verhören gehen. Aber eigentlich suchen wir ja immer zuerst Indizien. Also wir gucken uns zuerst den Tatort an. Wir gucken uns zuerst den Tatort an, so wie wir das immer gemacht haben. A map of London and the surrounding area. It Ja. could be useful. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, ist das Alberts Schiff da oben? Nee, ist ein anderes. So, dann Half Moon Street in Whitechapel. Wir fahren mal nach Whitechapel, da wo der Ripper unterwegs gewesen ist. Bin gespannt, wie es hier so aussieht. Das sieht tatsächlich so aus, als... Oh mein Gott, ja. Das ist ja eine typische Ripper-Gegend, aber sowas von... Ach, hier komme ich wieder weg. Okay. Was ist hier? Tür öffnen. Nee, aber die Tür ging doch gerade. Locked. Die hier bestimmt auch, oder? Locked. Ja. Da ist unsere Kutsche. Was haben wir hier? Locked. Dysentery at... Boah. Adolphus Orphanage. Okay. Locked. Was ist mit Ihnen, werter Herr? Nee, geht nix. Okay, ich glaube, der verkauft Straßenschilder, wenn ich das da unten so richtig sehe. Oder der klebt Plakate. Hier... Eine Gasse. Und es ist extrem dunkel. Also richtig dunkel. Ich hoffe, der Tatort ist ein bisschen erhellt. Ah, ich sehe 2 Leichen. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes. Is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Who were the victims? The 2 men here, both shot. The stout fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Okay. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were 2 other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the 2 victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started.
A few minutes after that, the fellow chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. Moment, wenn die Schüsse während des Feuerwerks waren und der Minuten später erst rein ist, kann das ja nicht gewesen werden. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Also ist ziemlich langsam hier hinter. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Und jetzt ist das Fenster zu und es leuchtet Licht. Dann, bevor ich mir die Leichen angucke, erstmal so gucken, ob sie noch was da. A fairly long pole with a forked end. Ist wohl ein Gegenstand von Interesse. Gibt's hier... Ne, eine Feuertreppe gibt's hier nicht, womit, dass man die irgendwie mit dem Ding runterziehen könnte. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Das heißt, ich kontrolliere jetzt mal die Leichen. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. A tattoo from Westgate Prison. Vicotti must have done some time there. Brian Vicotti suffered greatly. What a terrible way to die. Das war Opfer Nummer 1. Und der Kenneth. Der hat einen Headshot. Da liegt was. Aber erstmal untersuchen wir die Leiche. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Das sieht aus, als hätte er was in der Hand gehabt. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Dann bitte einmal... A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Das sieht aus wie die Spitze des Stockes, der da hinten ist. This shard of wood is quite new. Also der hat definitiv eine Schusswunde im Kopf. Aber der hier... Das könnte auch sein, dass der erstochen wurde. A fairly long pole with a forked end. Ja, ja. Also
wir haben ein Stück Holz, das neben der Leiche von Kenneth Butler am Straßenpflaster steckte. Das sieht aus wie die Spitze von einem Stock halt. Und ein Schlüssel. Wir haben hier vorn ganz viele verschlossene Türen gehabt. Passt die vielleicht da irgendwo rein? Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Und da auch nicht. Okay, also hier passt der Schlüssel nirgends. Gucken wir mal, wer das hier ist. Ryan Turner. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Varro reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Mir fällt gerade ein, konnte ich das bei dem Constable machen? Einen Orden bekommen. Kriegsveteran vom Krimkrieg. Fehlende Knöpfe, hat ein armes Leben. Braucht eine Stütze, schwaches Bein hinkt. Aha, Spitze vom Stock. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Es kann nämlich sein, dass das 2 unterschiedliche Waffen waren. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half-moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Okay. Also hier ist schon mal I'll do ruhig. anything to save my brother, Mr. Holmes. Na, ich versuch's auch. Es gibt erste Hinweise, dass es nicht dein Bruder war. Also, was haben wir denn hier? Türen. Locked. Locked. Wie weit können wir nach hier gehen? Bis zu den Leuten dahinter, oder? Locked. Locked. Okay, wir können nicht bis zu den Leuten dahinter gehen. Dann gucken wir mal hier noch. Warte mal, hier ist ein Spiegel, wenn die hier steht. This mirror,
is turned towards Half Moon Street. Ja, eben. Also wer auch immer konnte in die Straße reingucken. Gut, da geht auch nichts weiter. Reden wir mal noch mit Polly. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Wieso kann ich denn die nie... Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes, yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Niemand hat die Schüsse wegen des Feuerwerks gehört, außer dem Typen, der sich aufstützen muss. Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Und irgendwas hat es auch wirklich noch mit diesem Spiegel auf sich. Der zeigt genau hier hinter. Mr. Turner hat ein schwaches Bein, weswegen er hinkt. Brian Turner ist um die 60 Jahre alt und Veteran aus dem Krimkrieg, worauf er sehr stolz ist. Vermutlich wurde er im Krieg am Bein verletzt und hinkt seitdem. Brian Turner lebt in verhältnismäßig armen Verhältnissen. 2 Leute gibt's noch. Das ist Higgins Bruder. Und dann haben wir noch jemanden. Naja. Wie gesagt, irgendwas hat es auch noch mit dieser Lanze auf sich hier. Mit dieser Pike. A fairly long pole with a forked end. Aktuelle Vermutung. Er hat versucht, ihn auszurauben. Wie passt dann der da hinten rein? Naja. Und der andere Knabe hat einfach nur die Waffe genommen und wollte sie verkaufen oder irgend sowas. Ich sag, für heute war's das. Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen, damit ihr nichts verpasst. Drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Und beim nächsten Mal geht's in Scotland Yard weiter. Bis dahin, ciao mit V. Der Vittes.